Bocholt, eine Stadt nahe der niederländischen Grenze 1989. Der Siegeszug des Heavy Metals ist nicht mehr aufzuhalten. An den Wochenenden treffen sich jugendliche Metalheads, um Musik zu hören, Kassetten zu tauschen und um gemeinsam Bier zu trinken. Ein paar der Jungs werden 10 Jahre später die Speerspitze des deutschen Underground-Metals genannt. Mit 15, 16 habe ich mir ein Schlagzeug gekauft, wusste aber überhaupt nicht, wie das funktioniert. Ich konnte das noch nicht mal selber aufbauen. Marci hatte aber in der Schule schon mal in einer Musik AG irgendwo... ja, das Halt habe ich gespielt. Ja, er hatte schon mal Halt gespielt wenigstens. Ja, und hat mir dann beigebracht, wie das muss. Also ich habe Bass, Drum und Snare, das wusste ich wohl. Und ich hatte dann dazu das Halt gespielt. Weil alleine habe ich das noch nicht hingekriegt, wie das zusammen funktioniert hat und so. Ja, und wir wollen ja zusammen Musik machen und habe ich ihn überredet, halt eine Gitarre zu kaufen. Ein halbes Jahr später hat er sich dann auch seine erste E-Gitarre gekauft. Und ich habe ihm dann Gitarre spielen beigebracht, weil ich habe ja Trompete gespielt, Noten lesen und alles war ja kein Problem. Und er konnte aber keine Gitarre, deswegen habe ich ihm dann Gitarre spielen beigebracht und er hat mir... Wenn man Trompete spielt und Gitarre, das sind Schlagzeug spielen beigebracht. Sachen, oder? Ja, das ist heute noch so. Also weil du jetzt Trompete gelernt hast, konntest du auch gleichzeitig Gitarre spielen? Ja, Noten lesen und so. Wir haben ja nach Noten Gitarren gespielt auch. Also so C-Dur, professionell, D-Dur, ne, genau, Tonleiter, richtig so, ne? Zack, zack, zack. Ja, ich habe das schon professionell lange angefangen. Okay. Da, hallo? Und dann, als du uns kennengelernt hast, hast du aufgehört. Ja, nicht, aber du hättest dann nach Mundorgel gemacht wahrscheinlich, ne? So ist das angefangen. Dann hast du Gitarre, ich habe Schlagzeug, ja, und dann haben wir bei mir im Keller rumgebolzt und haben angefangen, so ein bisschen Musik zu machen. Da gibt es halt auch einige Mitschnitte von den Sessions, ne, die wir gemacht haben, also sehr lustig. Und ich hatte am Anfang halt keine Gitarre, sondern nur eine Akustikgitarre von meinem Onkel. Mit 4 Seiten, so ein olles Ding, keine Ahnung, vom Sperrmüll oder so, ich weiß auch nicht. Western-Gitarre. Und die haben wir halt verstärkt über Snobbys Stereoanlage mit einem Walkman-Kopfhörer. Also letztendlich den Kopfhörer ins Tape-Deck rein auf Aufnahme und den Kopfhörer ins Schallloch von der Gitarre. Und dann Klapper. war ich schön ausgesteuert halt auf 10 und ja, dann kam so ein bisschen Verzerrung, so à la, ich weiß nicht, AC/DC. So. Ja, auf jeden Fall waren so die ersten Versuche und wie Sören vorhin sagte, ich habe mir dann irgendwann auch doch eine Gitarre gekauft. Eine schöne schwarze Hohner. Ja, die Hohner. Mit einem schönen Laney-Verstärker. Mal ein bisschen Werbung jetzt. Ja. Aber der brüllte schon ganz gut und ich war glücklich mit dem Ding. Ja. Eine Zeit lang. Konnte mal einen geilen Metal mitmachen. Unsere Nachbarn wurden reichlich genervt. Und naja, war eine tolle Zeit, hat Spaß gemacht und ja, so hat sich die Sache entwickelt. Am Bocholter Rathaus, da war immer eine Steckdose, die funktionierte, haben wir den Kasi angeschlossen und dann haben wir uns da immer mit einer Gruppe von Musikern, Metallern und Punkern getroffen, freitags, samstags und haben dann da immer ordentlich getrunken, Musik gehört und Spaß gehabt. War eine richtig geile Zeit. Dann ab zu einem Tanzabend, den ganzen Glatzen und Hörnchen getroffen. Ja. Glatzenklatsch. Das war legendär damals. Ja, War echt richtig geil. Ne? Also Musik war eigentlich auch mehr... Hat uns allen Spaß gemacht und jeder hat auch irgendwie was gespielt, aber eigentlich war so der ganze Zusammenhalt so das Wichtige, ne? So die Party, man hat Sachen zusammen gemacht und das war eigentlich so das Hauptding, ne? Dass man jetzt noch Musik gemacht hat, war einfach, ja, weil man so geil auf Metal war und einfach, ja, auch selber was machen wollte, ne? Ja, man hat halt einfach seine Plätze im Bocholt gehabt, wo man wusste, man kann hingehen, weil man möchte. Und da hast du Müller getroffen, Volker getroffen, Sören getroffen, Marci getroffen, Dano getroffen. Du hast immer, irgendjemand war da zum Trinken oder zum Quatschen und das war immer geil. Also quasi die Band Wizard ist aus der Freundschaft, aus Freundschaften entstanden. Ne? Nicht die Musiker, sondern die Freunde haben sich halt zur Band. Ja. Und das war ja damals auch noch so, im Gegensatz, glaube ich, zu heute, wenn man damals im Bocholt rumgelatscht ist und man hat jemanden gesehen mit einem Metal-T-Shirt an oder mit langen Haaren, da konnte man sofort hingehen und sagen, Alter, komm, soll man ein Bier saufen? Dann bist du sofort irgendwo, hast mit dem Bierchen getrunken. War scheißegal, man war sofort verbunden, weil man wusste, der hört auch Metal. Ja. Deswegen nachher auch unser Albumtitel Bound by Metal. Also dieses sollte einfach bedeuten, dieses Zusammengehörigkeitsgefühl von allen Metallern. Ne, das war wie Magie, sag ich mal. Und dann hat erst für mich damals aufgehört, wo auf einmal Metal-T-Shirts Massenware wurden, wo man, ich weiß nicht, AC/DC oder Metallica-T-Shirts bei H&M gekriegt hat oder
weiß nicht, also wo auf einmal Leute mit T-Shirts rumgelatscht haben, wo man genau schon gesehen hat, das ist eigentlich gar kein Metaller. Der hat irgendwie das T-Shirt, glaube ich, nur an, weil er das Motiv schön fand oder irgendwie. Und da war dann so ein bisschen. Dann Also bist du 2-3 Mal, hast du dann Leute angesprochen, hast dann an eine Fresse gekriegt und seitdem dann aufgehört. Nee, nicht an der Fresse, aber die wollten da nicht saufen oder kannten die Musik nicht. Ja, kennst du mal Metallica hier, Kill Em All und so. Hä? Ja, guck, was hast du denn für ein T-Shirt an? Ja, wollte ich auch nicht. Ja, weißt du, das so. Ja, das war dann scheiße, ne? Und das gab's früher nicht. Früher, wenn da einer Metal-T-Shirt anhatte, der war auch durch und durch 100%ig Metal, da gab's gar nichts zu deuteln. Und das war richtig geil. Das war ein richtig geiles Feeling halt auch. Ne? Alle waren verbunden. Ja, war eine geile Zeit, ja. Damals gab es ja noch so alte Computerspiele und so, also C64 war raus gerade. Und da gab es ein Spiel, das hieß Wizard of Oz, glaube ich. Und da habe ich den Namen einfach raus Ja, genommen. mal, da steht Wizard, ja, mach mal. Ja, ich hatte vorher so Namen wie Purgatory, hatte ich einmal. Ich glaube, das war so ein bisschen angelehnt vom T-Shirt von Maiden, was ich mal hatte, mit Purgatory drauf. Ja, Black Dust hatte ich mal. Fand ich klang schön damals. Ich habe noch die Texte, ne? Die Ja? mit Björn geschrieben habe. Ah ja, wir haben ganz derbe Texte Ein geschrieben. Schulheft damals. mit irgendwelchen derben Texten, die beiden mal geschrieben haben. Ja, dann lass uns die doch mal für die neue Platte nehmen. Da wollen keiner mehr neu schreiben. Die gehen mehr so in Cannibal Corpse Richtung, glaube ich. Scheißegal. Das ist doch sowieso keine Sau. Schlimme Fantasie. Wir haben, bevor es also Wizard dann letztendlich gab, haben wir natürlich, weil wir eine große Szene in Bocholt auch hatten, mit einigen verschiedenen Leuten rumprobiert. Wie gesagt, teilweise mit Dano haben wir mal zusammengespielt, damals schon, obwohl der eigentlich bei Webelfuge Gitarrist war. Arndt war mal dabei, ja, und diverse andere Musiker. Man hat ausprobiert. Sven hat damals bei einer Band namens Mandragior gesungen. Schlagzeug gespielt, Entschuldigung. Schlagzeug gesungen. Hat dann kurzfristig auch mal mit uns was gemacht, hat sich dann wieder verpisst, weil er keinen Bock mehr hatte. Wir haben damals auch Heavy Metal gespielt. Wer war dabei? Volker war dabei. Der Bassist vom Wizard war der Mischer. Hat aber auch nichts zu bedeuten, weil während der Probe war, hat er immer die Möpse von seiner Frau am Spölen gewesen. Müller! Sind eingestellt. Müller, machst du mal den Gesang lauter? Müller, machst du mal den Gesang lauter? Müller, lass den Titten jetzt endlich los, mach den Gesang lauter! Die ganzen Knöpfe so. Wer hat denn dann noch mitgespielt? Nicht Peter? Wie Bunik? Peter Buning, war der auch bei Männergier? Weiß ich Ja. nicht genau. Ja? Ja. Ja, Peter Buning. Auf jeden Fall war das auch cool. Wir waren damals schon sehr mit Effekte. Damals weiß ich noch, Volker, der hat sich eine Gitarre gebaut, hat da 2 Löcher rein, mit Blut vollgeschmiert und dann zugespachtelt und dann während des Konzertes immer die beiden Finger so klatschen und dann spritzt da Blut immer so. Mega Effekt gewesen damals. Ja, du hast auch Schlagzeug gespielt, ne? Damals habe ich noch Schlagzeug gespielt. Mit 14 oder so. Ne, ich habe mit 13 mein erstes Konzert gehabt im Rockhaus mit Männergier. Ja. Und da Ja. schauen wir Und Ivan hat ja gesagt, nee, immer nur hinten sitzen, da sieht mich ja keiner. Nee, das war Muss mir ja weiter einfach, vorne stehen. das war mir einfach zu anstrengend, der Ja, Scheiß. zu anstrengend. Erstmal keiner sagt Danke, Immer Schlepperei. immer Ne? Schlepperei, keiner sieht dich und du musst auch noch die ganze Zeit da Sport machen. Da habe ich gedacht, wie ist der Sänger, bist du in der ersten Reihe, brauchst nichts zu schleppen. und keinen Sport machen. Brauchst keinen Sport machen. Kannst du mal saufen. Ja. Ja, Jetzt immer saufen. ich habe mein Instrument gefunden. War ja so sehr ruhige Musik, so Tanzmusikmäßig oder nicht? So also Rock'n'Roll, Nee. oder? Land of Männergier, ja. War schon relativ heftig. Ja, war schon ein schönes Songs. Ja. War schon sehr melodisch. Nee, Ja, schön ist was anderes, aber war schon. ich habe War mich schon nie eher angehört. eine Sprich mir doch nicht. Bis wir dann jemand gesagt haben, so, pass auf, wir machen jetzt mal eine richtige Band, also zusammen, also eine, die auch länger zusammen Musik gemacht hat. Ja, so richtig mit Are you in the Songs band? auch. Ja. Hallo, are you in the band? Ja, und dann haben wir halt nachher zu 6 sind wir also übergeblieben. Das waren außer jetzt die man vom Wizard kennt, also Sven, Marci, Volker und mich. Waren auch dabei Sascha Fisser als Gitarrist als Zweiter damals. Und Christian Müller, der hat Bass gespielt, unser zweiter Bass, also wir hatten 2 Bassisten. Wobei Müller, also Christian Müller hieß er eigentlich eher so, sag ich mal, für das Wohlbefinden der Band da war. Sprich, er hat also eigentlich eher Getränke besorgt, für Partystimmung gesorgt, nach den Mädels geguckt und Bassspielen war eigentlich eher jetzt zweitrangig, konnte er jetzt auch nicht so gut.
Ja, aber hat immer Spaß gemacht und weil er einfach ein super Kumpel war, da haben wir gesagt, komm, der muss dabei, der bringt hier Spaß rein, der muss einfach mitmachen. Ich glaube, war das das erste Konzert, was wir mit Wizard hatten? Ich bin mir gar nicht mehr sicher. In Kreuzbergheim? Kreuzbergheim. Auf jeden Fall hatten wir Soundcheck und unser Basser Müller war nicht vor Ort. Also bin ich dann zu ihm nach Hause, hab angeklingelt, Ding Dong, da kam der Vater, Fluppe, ja, ist Christian da? Ja, oben. Ja, nach oben hingegangen. Klopf, klopf, Tür auf, sitzt er da mit der Frau da am Poppen. So, Müller! Wir haben Soundcheck! Ach du Scheiße! Schub, hat die Olle noch runtergeschubst. Ja, ich bin in 10 Minuten da. Muss in die Zähne putzen. Ja. Ja, dann war Müller da beim Soundcheck und haben wir ihn trotzdem leise gedreht. Leise? Ja, der wurde ja eigentlich gar nicht angeschlossen, aber hat er auch nicht gemerkt, das war egal. Aber Müller war damals für den Rock'n'Roll in der Band zuständig, würde ich sagen. Ne? Kabel ging nur in der Heizung. Und Sven, weiß ich noch, war so nervös, ne, vom ersten Gig. Der hat sich dann neben seinem Mikro, hat er sich sein Hörkerchen aufgebaut und fast Bier draufgestellt. Direkt neben seinem Mikro und dann konnte der beim Singen nämlich direkt auch zapfen und konnte die ganze Zeit alles aufhören, weiß ich noch. Nach dem Gig war der Hacke stramm, aber es hat alles super funktioniert. Super geklappt, ja. Die Leute waren begeistert, wir waren echt die Stars damals, obwohl das unser erster Auftritt war. Aber gut, wir hatten ja eine große Szene, wir kannten uns ja alle, also die sind alle gekommen, um zu gucken, wie wir da, weiß ich nicht, verkacken oder auch nicht, oder... Die Stadt war leer, waren alle da. Ich war nicht da. Ne? Ich glaub nicht. Ja, war auf jeden Fall ein super Auftritt, ey. Also wirklich voller Hütte und ja, wie gesagt, ich habe immer nur das Festkind vor Augen, da, was du da am Start hattest. Ich hätte noch die Aufnahme davon. Ja, gibt es da noch eine Aufnahme von? Kassette. Auf Kassette. Kassette, ja. Hi, wir sind Wizard und Thomas Bocholt. Erstes Stück ist Wolfen. Ja, der Einzige, der Trash richtig gehört hat, das war ja ich. Also ich fand ja damals immer geil Slayer, ne, Creator, Sodom. Hat sich aber nicht durchgesetzt. Hat sie nicht Hat sich nicht durchgesetzt. Ja, war geil. Ich weiß noch, wir hatten eine Probe und am Anfang hat Sven noch richtig gegrölt, weil wir Trash gespielt haben. Und jemand hat da sein Mikro in eine Ecke geschmissen. Ich weiß noch, bei mir im Keller haben wir geprobt damals. Hat gesagt, boah, so eine Scheiße, ich sing da nicht mehr. Oder was ich schreie nicht mehr, ich will richtig singen. Ne? Wie so ein Rotkehlchen. Ja, und dann haben wir abgestimmt. Ne? Wir waren ja schon immer eine demokratische Band. Und ich war der Einzige, der dann dagegen war. Und alle anderen haben gesagt, nee, lass den mal ruhig singen. Ich so, nein, wir müssen weiter Trash machen. Ja, und da war ich ja natürlich überstimmt. Und ab da machen wir jetzt hier den Tralala-Metal. Sonst wären wir heute So noch aller eine Trash-Band quasi. Ja. Arsch. Ja gut, aber ich meine, du kannst ja auch singen. Bist trotzdem ein netten Kerl. Ab und zu schrei ich auch mal für dich. Ich hab dich trotzdem lieb. Auf dem Variwolf hast du ja auch mal einmal kurz geschrien bei irgendeinem Song. Ja, hat Spaß gemacht, ne? Alle haben uns für bekloppt erklärt. Wir würden das ja nicht ernst nehmen und so und immer nur Party machen. Also wie heute. Ne? Ich glaube, heute sagt man dann auch noch. Hat sich nichts geändert. Ja, und so ist Wizard dann entstanden. Nach einer Zeit haben wir uns dann ein bisschen verschlankt. Also Müller hatte nie so richtig Bock. Ne? Der ist dann irgendwann... Verschlankt. Der war, glaube ich, auch ganz froh, wo wir dann irgendwann gesagt haben, Müller, komm, du kannst uns ja auch mal von vorne angucken, vom Zuschauer aus. Sagt er, ja, kein Problem. Und, ja, und Sascha ist dann auch irgendwann gegangen. Ja, und dann haben wir halt zu viert weitergemacht. Ne? Und, ja, und so ist es dann erstmal geblieben. Bis die nächsten 15, 20 Jahre erstmal.
das war eine Ja, harte Geschichte. Wir hatten in aber- Bocholt eine Tanzband, oder eine Tanzband nicht, das ist halt eine Band gewesen, die haben halt Disco-Musik gemacht und die hatten halt das nötige Equipment, um Das halt kam auch- Vierspur-Rekorder. Eigentlich Danos Band, Dan oder Metronom hast du ja auch. Habe ich auch gespielt, ja. Mitglieder. Ja. Ja, die Herausforderung damals war auf jeden 82. Fall, wir mussten ja alles praktisch in einem Take aufnehmen. Auf jeden Fall ich als Schlagzeuger, weil die konnten nicht schneiden. Ich glaube, damals die Herausforderung war, dass wir dann einfach mal für 8 Stunden halt auch nüchtern waren, um dann Scheiße auch einzutrennen. Aber ich weiß noch, ich habe nachts um 3 Uhr, glaube ich, habe ich den letzten Beckenschlag gemacht und da war das also im Kasten, weil sonst war ja bei jedem Fehler, wenn du 3 Sekunden vor Schluss falsch gehauen hast, konntest du ja den ganzen Song nochmal aufnehmen. Und nachts um 3 Uhr hatte ich den letzten Schlag getan und das war aufgenommen. Und danach habe ich mich innerhalb von einer halben Stunde oder Stunde so besoffen, ich weiß nicht mehr, wie ich da aus dem Studio gekommen bin. Ja, weil ich so froh war, ne? Die ganze Anspannung. Ja, war echt schon hart. Ne? Wie gesagt, alles in einem Take, man konnte nicht schneiden. Aber der Sören War schon bitter. Ja, aber 100 Stück. 100? Kann man 100 Stück davon machen lassen? Ja, aber die haben wir nur in Bocholt verkauft. Ja. Ja, die muss man auch selber zusammenkleben und alles. Ja. Ne? Die Cover-Sachen da, das war ja zum Aufklappen so. Selber vervielfältigen. Ja, und dann, weil das noch nicht fertig richtig gedruckt war, haben wir nur Doppeltape. die Covers waren alle auf so einer DIN A4-Seite, die mussten wir ausschneiden und dann auf die Booklets drauf und also draufkleben. Ne? Also Quasi. das Original Master war eine DAT-Kassette. Von diesem DAT-Recorder der steht da oben noch, auf Tape-Deck, auf Kassette halt überspielt. Da war schon irgendwie was Digitales oder irgendwie, keine Ahnung. Ein Song kommt mir sofort in den Kopf, ne? Fuck Like an Animal. Fuck Like an Animal. Also wir hatten ja, wie hieß der andere Song? Fuck Your Ass. Und Fuck Like an Animal war im Endeffekt nochmal so 3 Steigerungen höher. Deswegen haben wir uns da nicht getraut, das zu veröffentlichen. Aber so auf Partys haben wir das immer gespielt, ne? Aber eigentlich schon das Song. Aber ansonsten. Like an animal, bam, bam, I will give you pain, dong. Wieder Papa? Ah ja, da habe ich einen Vulkan. Also dieses T-Shirt ist Gold wert. Plus CD. An den meisten. Also das ist jetzt quasi eine Raubkopie. Also original ist eine Kassette gewesen und das ist einfach dann mal auf CD archiviert worden. Weil irgendwann die Kassetten ausgingen. Nee, die war doch damals. Wir hatten mal einen Fanclub in Südafrika. Oder? Und ich glaube, dafür haben wir die gemacht. Für irgendeinen Fanclub haben wir die gemacht. Aber nicht abgeschickt. Wir haben im Doch Du live gespielt. Ja, da passten schon so 300, 400 Leute rein. Dicht gequetscht, sag ich mal. Da habe ich auch noch eine Kassettenaufnahme von. Die habe ich letztes Wochenende habe ich die noch gehört, genau. War super geil, also auch echt gute Qualität, muss ich echt sagen, für damals. Und war echt überrascht, dass die damals so geklangen haben, weil also ich hatte so das Gefühl, dass du da im Gesang auf dem Live-Ding besser gesungen hast als auf dem Demo. Ne, fand ich, war echt gut, muss ich sagen. With the legion of
Bis 1995 hatten Wizard genug Songs komponiert, um ein weiteres Demo-Tape aufzunehmen. Dabei sollten sie bald die Vorzüge der digitalen Technik kennenlernen. Nee, damals war halt so, wir wollten erst ein Demo aufnehmen, aber da war ja gerade die Zeit, wo CDs rauskamen. Die gab es ja vorher so noch nicht. Und es war jetzt vom Studio her nicht teurer, das Ding jetzt auf CD pressen zu lassen oder herzustellen, als das Ding auf Kassette zu machen. Und da haben wir gesagt, ja klar, wenn wir das auch auf CD kriegen können, wie geil ist das denn? Ne? Dann nehmen wir das doch auf CD auf, ist ja auch gut. Ne? Und dann haben wir halt, für uns, haben wir ja erst gedacht, dass die CD nur ist. Ne? Also von wegen, Hauptsache, wir haben im CD-Schrank eine CD drin, wo dein Genau, deshalb haben wir auch 500 Stück davon gemacht. Ja, das war ja nicht viel damals. Ja. Ja, guck mal, 1000, ja. Damals musstest du Ja, mindestens wir haben 500 1000 Stück haben wir gemacht. Ja. ja, und letztendlich haben wir, glaube ich, von dem Ding über 3000 Stück verkauft. Ja. Das war damals für als erste CD, wo es keine Sau kannte, ne? Und kein Internet und nix, war das schon echt gut. Und wir mussten alles selber eintüten und wegschicken und per Mail-Order und... Das hat aber alles gedauert. Also ich kann mich erinnern, ich habe jede Menge CDs in die Welt geschickt. Zu Fanzines, Magazinen, keine Ahnung, was es da alles gab. Ja. Und das hat also bestimmt ein Jahr locker gedauert, Ja. bis du dann so die ersten Eindrücke von anderen bekamst, die ersten Rezensionen, und plötzlich kam es dann von allen Seiten. Wir mussten Interviews geben, waren wir nicht gewohnt. Fanbriefe kamen rein, ich habe zu Hause noch so einen Ordner mit Briefen. Ja, und da irgendwie, der Stein fing an zu rollen. War ganz cool. War viel Arbeit, sag ich mal, aber auch, damals gab es ja noch ganz viele kleine Fanzines. In jedem kleineren Ort, sag ich mal, hat irgendein verrückter Metal-Typ sein eigenes Heft rausgebracht. Teilweise nur zusammenkopierte Seiten, manche ein bisschen besser, schon auf Hochglanz. Aber da gab es ganz viele. Es gab ja kein Facebook, kein Internet, kein nix. Ne? Und so, da hat man natürlich 1000 Interviews gegeben für so kleine Fanzines und so. Und das war damals unser Start, ne? Halt im Underground. Ja, da hat man so gemacht. Wir hatten keine großen Plattenfirma im Rücken. Ja. Du musst halt alles selber machen. Ne? Ja, heute immer noch die alten Stücke ab. Ja, wir spielen die ja auch noch. Also die werden also immer noch gewünscht. Ne? The Sign of the Wizard ist immer noch ein Knaller. Enemy Die. Volker und ich, meine ich, im strammen Kopf irgendwann mal einfach so zu Papier gebracht, ne? Fuck Your Ass war einfach nur so ein Party. Einfach Spaß. Wir haben damals halt viele Proberaumpartys gemacht. Sprich, Musik und Saufen und Party verbunden. Ja, und manchmal sitzt du dann abends da mit deinen Kumpels und trinkst und hast Spaß und ja, dann fängst du an, irgendeinen blöden Text zu schreiben und dann hatte Volker eine Idee, komm, ja, dann machen wir das so und so und ja, so ist er entstanden. Ja, früher hat man ja auch viele Sachen ausprobiert. Ne? Ich sag mal, man wollte ja, wenn man jetzt brutale Texte schreibt, die brutalsten schreiben, die man je gelesen hat. Oder die perversesten oder die... Damals hat man ja noch alles ausprobiert. Ne? Es gab ja auch noch nicht so viel im Metal-Bereich jetzt. Das ist halt immer ein bisschen übertrieben, das war halt geil. Nach der Veröffentlichung ihres ersten Albums Son of Darkness waren sich Wizard ihrer Mission bewusst. Sie wollten noch besser werden und mit ihrer Musik für den Heavy Metal kämpfen. Dafür probten sie 3-mal jede Woche, schickten CDs an jedes Fanzine, das sie in die Finger bekamen, und spielten so oft es ging live. Da sich die Musikwelt um sie herum änderte, bekamen sie dabei nicht mit. Es war ihnen aber auch egal. Sie würden sich ohnehin niemals irgendwelchen Trends anpassen.